Hallo und herzlich willkommen zu unserem DIY mit Weihnachtsstern. Wenn ihr schnell ein besonderes Geschenk braucht, dann seid mutig. Denn Weihnachtssterne kann man auch abschneiden und direkt wie eine Schnittblume in ein DIY einbauen. Man muss halt nur darauf achten, dass sie richtig versorgt werden. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Für unser kleines Geschenke-DIY brauchen wir folgende Materialien. Natürlich schöne volle Weihnachtssterne, Kiefernadeln, ein Band eurer Wahl, ein Wasserkocher und ein Gefäß für das Wasser, außerdem Sprühkleber, eine Rosenschere und ein Messer, ein Glasröhrchen und Wickeldraht. Von dem Draht wickelt ihr erstmal eine ganze Menge ab. So, bis ihr ordentlich was in der Hand habt. Einmal abschneiden. Dann müsst ihr den Draht ineinander verwirren, sodass eine Kugelform entsteht. Schön rund machen. Damit das Ganze fester wird, könnt ihr sozusagen Luftmaschen um eure Kugel weben. Dazu nehmt ihr eine lose Schlaufe vom Draht und führt eine andere lose Schlaufe darunter hindurch. Und das wiederholt ihr auf der ganzen Kugel. So, Schlaufe nehmen und hier durchziehen. Das macht ihr so lange, bis die Form schön stabil ist. Als nächstes brauchen wir Sprühkleber und die Kiefer. Von der Kiefer nehmt ihr ein Büschel Nadeln ab und sprüht dann den Sprühkleber auf die Grünspitzen der Nadeln. Dann steckt ihr die Nadeln in die Drahtkugel, bisschen verteilen und noch ein Büschel. Wieder Sprühkleber auf die Spitzen und rein mit euch. So füllt ihr nach und nach die Kugeln mit Nadeln. Dabei bekommt man schon mal dreckige Hände, aber das Harz kann man beim Händewaschen einfach mit einem guten Stück Butter entfernen. Jetzt nehmt ihr das Glasröhrchen, das hat hier oben so eine kleine Wölbung, sodass es nicht durch die Drahtkugel rutscht. Das Röhrchen wird vorsichtig in die Kugel gesteckt und hält. Ein bisschen sauber machen zwischendurch, denn jetzt kommen wir zu den Weihnachtssternen. Bereitet euch mit dem Wasserkocher heißes Wasser vor und lasst es in einem stabilen Glasgefäß auf 60 Grad abkühlen. Im nächsten Schritt schneiden wir unsere Weihnachtssterne. Die Weihnachtssterne kann man ganz einfach wie Schnittblumen verwenden, wenn ihr ein paar Dinge beachtet. Wenn ihr einen schönen Zweig von der Pflanze abgeschnitten habt, sieht man schon, dass hier der weiße Milchsaft ausläuft. Deshalb muss die Schnittstelle versiegelt werden. Nochmal schräg anschneiden. Zum Versiegeln haltet ihr die Stelle einfach 5 Sekunden in das heiße Wasser. Achtung, die Blätter vorsichtig nach oben halten, der Milchsaft gerinnt und fertig. Jetzt könnt ihr den Zweig weiter verwenden. Dafür füllt ihr ein bisschen Wasser in das Glasröhrchen und setzt den Weihnachtsstern rein. Das Gute ist, mit wohl dosierter Bewässerung halten die geschnittenen Weihnachtssterne locker bis zu 2 Wochen durch und sind daher super für eure DIYs. Zum Schluss befestigt ihr das Band um die Nadelkugel. Einmal hier vorsichtig eine Schlaufe machen, fertig. Also ist es ganz einfach, einzelne Weihnachtssterne ohne Erdballen in DIYs zu verwenden. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mein Pflegetipp: Das Wasserröhrchen kann man gut reinigen und immer wieder auffüllen. Schreibt uns in den Kommentaren, welche Ideen ihr für geschnittene Weihnachtssterne habt und wie eure Geschenkideen angekommen sind. Viel Spaß beim Ausprobieren!